Hallo zusammen, ich begrüße euch wieder mal aus dem Görzwerk. Hier hat sich einiges getan. Was neu ist, ein wunderschönes Firmenschild. Denn die Anlage reift und dadurch kommen nicht nur Tierchen hoch, die man hier drin haben möchte. Also es hat sich eine ganz schöne Population an Krebsgetier entwickelt, das dann auch schon dazu übergegangen ist oder was dann auch an Korallen rangegangen ist. Die Acanthastreas, die haben da ein bisschen drunter gelitten. Das habe ich ganz gut in den Griff gekriegt, aber um sowas zukünftig zu vermeiden, habe ich jetzt, wurde Mannis nachgesetzt, habe ich Lippfische nachgesetzt, die sich dann darum kümmern. Und die haben alle ihre verschiedenen Bedürfnisse und das würde ich euch jetzt mal zeigen, wie ich das gelöst habe, dass das hier trotzdem eine schöne Fischgemeinschaft ist. Es sind auch ganz viele andere Fische dazugekommen. Kugelalgen sind gerade auch ein Problem. Die wachsen fröhlich vor sich hin und deswegen sind jetzt Kaninchenfische eingezogen, die eben die Kugelalgen auffressen sollen. Und ja, hier ist es richtig schön bunt geworden, also nicht nur von den Korallen, auch von den Fischen und das zeige ich euch jetzt mal. So von außen sieht das gar nicht so anders aus, abgesehen davon, dass ich hier mal den Boden gewischt habe. Yay! Hier tut sich einiges, also mit eben angesprochenem Aufkommen von den ein oder anderen Tierchen, die man jetzt nicht drin haben will, die natürlich, wenn da eine Lücke ist, das heißt, wenn keine Fressfeinde im System drin sind, können die sich dann invasiv vermehren und das habe ich jetzt erstmal abgewartet. Dass sowas irgendwann passieren wird, das war mir klar, aber ich wollte halt schauen, was passiert, wen muss ich nachsetzen, weil es passt ja auch nicht jeder Fisch immer zueinander. Ja, und jetzt habe ich hier verschiedene Maßnahmen ergriffen. Wir haben hier, wie heißen sie? Synganus guttatus, ne? Diese wunderschönen Kaninchenfische. Die sind jetzt auch endlich mal draußen. Die sind so ein bisschen schüchtern. Erstaunlicherweise gut, ich habe heute noch nicht so viel gefüttert, die betteln gerade, die wollen jetzt was. Ansonsten halten die sich eher so in Deckung auf und sie putzen hier vorne. Genau, ansonsten eben ist er hier durchs Bild geschwommen. Der ist hier noch mit drin, hier ist ein Chelmon mit eingezogen. Ein Chelmon deswegen, weil sich hier nämlich auch Glasrosen breit gemacht haben. Und da musste jetzt auch was passieren. Also der ist letzte Woche reingekommen. Ist ein bisschen schmalbrüstig noch, ist noch ein bisschen zu dünn, da hinten ist er, da hinten. Er ist noch ein kleines bisschen zu dünn, aber er frisst. Also der ist fit, der wird hier auch von keinem großartig belästigt. Der ist fit, dem geht's gut. Wo ist er? Weg ist er. Na, dann bleiben wir mal hier mit dem Bild. Und ja, der soll sich jetzt mal einleben. Glasrosen setze ich gerade auch gezielt von den anderen Becken noch hier rüber, dass er was zu tun hat. Ansonsten habe ich hier links in dem Becken nämlich die gleiche Glasrosenproblematik und da habe ich jetzt den Chelmon von Jens reingepackt. Das war lustig. Der Chelmon ist, weiß ich, 10, 12 Jahre alt. Mit anderen Worten, er ist an Menschen gewöhnt. Den hätte man mit der Hand umsetzen können. Also der ist kein bisschen beiseite geschwommen. Den konnte ich einfach so in den Kescher packen und rübersetzen. Und direkt, als er dann raus war, ist er nicht erst beiseite geschwommen, sondern hat sich direkt unterm Kescher die Glasrosen geschnappt. So kann es dann auch gehen. Ja, erstaunlicherweise links und rechts Chelmons drin, links und rechts auch gar nicht mal so billige LPS mit drin, aber ich habe Glück, die beiden interessieren sich nicht für die Korallen, sondern tatsächlich nur für die Glasrosen. Ihr seht hier vorne diese kleinen Demosellen, Gelbbauch-Demosellen. Auf die hat mich mein Kumpel Jens gebracht, die hat er bei sich nämlich auch drin. Die gehen zwischen die Korallen und fressen da alles Mögliche, was nicht reingehört, also auch eben kleine Krebschen. Und bei mir stehen sie hier zwischen den Ablegern. Und Demosellen werden ja oft fälschlicherweise als Schwarmfisch angeboten. Das sind sie nicht, also die brauchen recht große Becken. Jetzt ist das hier mit den Kaninchenfischen schon wie zu Hause, das ist die Fotobomben. Zu Hause meine großen Synganus, die hängen auch immer vor der Kamera rum. So, also jetzt hier die kleinen Demosellen. Die sind, wenn man ein großes Becken hat, super, weil sie sich immer so in 30 bis 40 Zentimeter Abstand voneinander aufstellen, dann so einen lockeren Verbund bilden. Diese kleinen Reviere, die werden dann auch ganz gut gegeneinander verteidigt, aber sie brauchen den Platz. Wenn sie den Platz nicht haben, dann fangen sie an zu stänkern, dann gehen sie auch auf andere Fische los, aber wenn sie so den Auslauf haben wie hier, dann ist das kein Problem. Hier sind jetzt 5 drin und ich denke, ich werde nochmal 5 nachsetzen. Die von Jens sind schon 2 Jahre alt und die sind auch nicht größer als die hier. Ich gehe mal kurz rüber mit der Kamera, dann seht ihr das. So, das ist jetzt das Becken von Jens und da seht ihr auch die kleinen blau-gelben Demosellen herumflitzen. Also wenn ihr ein großes Becken habt und ein bisschen Probleme mit Krabbelfiechern, die sind super, die räumen auf. Das gleiche machen auch Chromis, aber die Chromis sind dann doch ein bisschen
freier noch unterwegs und nicht ganz so riffgebunden wie die kleinen Demoisellen. Und ja, übrigens total faszinierend, die Chromis sind jetzt ja auch schon seit einigen Monaten hier drin, sind auch gar nicht mehr so klein, sind auch schon teilweise geschlechtsreif, aber trotzdem stehen die hier als Schwarm. Finde ich krass, auch im anderen Becken. Hier. Da sind die Chromis auch alle als Gruppe unterwegs. Seht ihr auch die kleinen Demoisellen. Was hier auch neu mit drin ist, das sind, ah ja, guck mal hier. Da haben wir auch, das sind Singanus virgatus. Nee, Quatsch, nicht virgatus. Virgatus habe ich zu Hause. Doliatus. Doliatus. Ich wollte noch mal eine andere Farbmorphe ausprobieren. Diese Kaninchenfische, das ist der große Chelmon von Jens. Diese Kaninchenfische sind nämlich auch gut gegen Kugelalgen. Die Guttatus aus dem Becken rechts, die übrigens auch viel zu groß eigentlich werden. Die Guttatus gucken die gucken die Kugelalgen nicht an. Ich hoffe, dass die Virgatus das hier machen wie meine zu Hause. Ja, insgesamt sind die noch recht schüchtern. Die sind letzte Woche erst gekommen und die verstecken sich dann noch ganz gerne unter den Ablegerplatten. Übrigens, diese Platten, die sind von Fauna Marin. Die ersten hat mir Fauna zum Testen zur Verfügung gestellt und dann habe ich sie für äußerst gut befunden und nochmal nachgeordert. Also dieses Becken ist inzwischen komplett mit diesen Platten ausgestattet. Ja, ihr seht, da sind, wie viele sind da drin? Die gibt es in verschiedenen Größen, die kann man sich da zusammen konfigurieren. Man kann sie sich aber auch in der Größe, wie man sie braucht, fertigen lassen. Und ich finde die besser als Lichtrasterplatten, weil eben keine Kugelalgen und sowas in den schmalen Nischen wächst und auch weniger Glasrussen und sowas. Und man kann die dann einfach die Ableger auf eine andere Platte umsetzen und die Platte schnell reinigen. Und ich muss sagen, funktioniert. Finde ich super. Werde ich nur noch mitarbeiten. Hier seht ihr, da sind schon Kalkrotalgen drauf. Das heißt, die Platte müsste ich mal rausnehmen und reinigen. Aber solange nur Kalkrotalgen drauf sind und eben kein Schmadder, dann geht das auch klar. Ja, was hier noch drin ist, sind diese Kanarienlippfische. Denn ich hatte in diesem Becken tatsächlich ein bisschen Probleme mit Monty-Schnecken. Oh mein Gott! Ganz zu Anfang, als da noch nicht so die Widerstandskräfte da waren, da haben die sich breit gemacht. Also als eben, ne, ihr wisst ja, die Nährstoffproblematik, Spurenelemente-Problematik. Inzwischen sind die Monty-Schnecken eigentlich weg. Das heißt eigentlich, sie sind weg. Ne? Wenn ihr euch hier die Montys anguckt, die stehen 1A. Die Monty-Schnecken, die fangen immer von unten an, die Montys anzuknabbern. Und deswegen haben hier, ne, kann man ja zeigen, da die Forest Fires, nicht Forest Fire, die Bubblegums, die waren unten etwas nackig, die sind von unten angefressen worden, aber das ist jetzt durch, die fangen wieder an, nach unten runter zu wachsen. Genau, also Problem mit Monty-Schnecken ist eigentlich weg, aber um da auch eine Prophylaxe zu haben und eben auch um diesen Krabbeltier-Horden, die hier unterwegs sind, um dem ein bisschen Herr zu werden, habe ich diese wunderschönen Zitronenlippis eingesetzt. Jetzt kann man sagen, ey, Zitronenlippis, was soll denn das? Die brauchen zum Schlafen Sand. Ja, das ist so. Bei mir kriegen die ein Körbchen. Ich zeige es euch mal, ich gehe mal mit euch rum. Dieses. So, da ist ein Körbchen und tatsächlich schlaft sie darin. Also sie haben zwei Körbchen. Sie haben hier ein Körbchen mit etwas gröberem Sand, hier ein Körbchen mit ganz feinem Sand und hier steht eine Webcam. Das ist meine Kontroll-Webcam, die habe ich hier, um von zu Hause aus auch mit dem Handy mal eben ins Becken reinzuschauen, ob alles richtig ist. Und das war ganz süß. Wir saßen gerade zu Hause beim Abendbrot und meine Kinder wollten wissen, was bei den Fischen los ist. Und dann habe ich die Webcam aufgeschaltet. Und genau in dem Augenblick haben wir dann gesehen, wie die Lippfische hier im Körbchen schlafen gegangen sind. Die sind super, ich mag die. Aber sie sind leider sehr, sehr transportempfindlich und sie werden auch groß. Also man sollte sich überlegen, ob man sich die wirklich in die Anlage einsetzen kann. Was ganz schön ist, die Zitronenlippis, die kann man auch super als, was ist das, Rudel? Wie nennt man das bei Fischen? Es ist kein Schwarm, also das ist eine Gruppe. In einer Gruppe von 3, 4, 5 Tieren halten. Der größte wird dann zum Männchen und bildet dann ein Harem. Und es ist wirklich schön zu sehen, wenn die in unterschiedlicher Größe zusammen unterwegs sind. Deswegen werde ich hier noch welche nachsetzen und ich werde auch für das Becken in der Mitte nochmal neue Lippis mit ranholen. Ja, ansonsten, ihr seht, das hier, die große Platte, die ist noch frei. Da werden wir jetzt auch nachlegen in den nächsten Tagen, weil das Ganze wird ja immer noch wirtschaftlich betrieben hier, ne? Und freier Platz ist verschenkter Platz. Ja,
Aber ich bin wirklich happy, wie sich die Anlage entwickelt. Also ihr seht das ja auf dem Video schon, die Farben, die knallen. Hier sind neue Acroporen, mal draufhalten, die ich mir geholt habe. Das sind Acropora millepora weitestgehend und noch ein paar blau-weiße oder blau-beige Tenuis, weiß sind sie nicht, blau-beige Tenuis mit dazu. Da habe ich jetzt auch die ersten fragmentiert. Das heißt, das sind Importtiere. Und die akklimatisieren jetzt hier, und wenn man dann da so eine Wachstumsspitze entnimmt und die aufklebt und die dann abgeheilt ist, dann hat man da auch ein stabil stehendes Tier. Das heißt, in ca. 2 bis 3 Wochen, je nachdem wie schnell das geht, bis die richtig abgeheilt sind, findet ihr die dann auch im Shop. Ansonsten hole ich von zu Hause immer mehr Tierchen rüber, mache da so meine Sicherungsableger, dass hier alles dann auch nochmal redundant ist. Man weiß ja nie, ob irgendwo mal ein Crash ist, ne? Und dass dann halt nicht so viel, ich sag mal, Erbgut verloren geht. Ja, ich bin happy. Es läuft einfach. Genau. Also, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr mal wieder mit dabei wart und schöne Grüße.